Hallo, guten Tag. Can you hear me from YouTube? Ja, wir haben noch 10 Minuten. In der nächsten Vorlesung wäre es vielleicht ganz intelligent, wenn ihr alle versucht, nur ein Gerät am Laufen zu haben und Smartphones und so weiter, die nicht benutzt werden, im Flugzeug auszuschalten, damit halt nicht ein riesiger Funkverkehr stattfindet. So, jede Gruppe soll was bedeutet. Alles hier so nicht, ich verstehe nicht. Wenn alles hier als Flugmodus machen, dann kann man online. I think one device per person. One device per person. One visit, yeah, genau. That's, And not to try that too many. Ah, okay. yeah. Like, if everyone has a smartphone, a laptop, and Can you announce that? No? I can announce it. Is it on? Yeah. Hi, ich bin's nochmal. Ich möchte euch nur noch mal daran erinnern, in der DAP 1 Vorlesung gestern funktioniert das mit dem Internet ja ziemlich schlecht. Auch in der letzten RS-Vorlesung ging das nicht so ganz gut. Deswegen hatte ich ja schon in der Matrix-Gruppe für die Erstis geschrieben, wäre es ganz gut, dass jeder von euch versucht, nur eine seiner Geräte im Netzwerk zu haben. Das heißt, wenn ihr mit einem Laptop hier sitzt, schaltet bitte euer Smartphone in Flugmodus oder so. Und wenn ihr euer Smartphone gleich irgendwie benutzen möchtet, nicht noch gleichzeitig ein Tablet und eine Smartwatch auch noch irgendwie auf EDROM zu machen. Ich würde gerne einfach mal sehen, ob es wirklich einfach daran liegt, dass einfach wir viel zu viele Mobilgeräte haben, die versuchen mit EDROM zu verbinden. Wenn wir zu Genau. Oder ob es halt wirklich einfach irgendwo anders an den Kapazitäten liegt. Aber zumindest das einmal ausprobieren und zu checken, okay, wenn jetzt jeder versucht, möglichst nur eines seiner Geräte zu nutzen, ob es dann halt glatter läuft. Vielen Dank. So, wenn wir zu viele Hotspots haben, dann es gibt kein Hotspots mehr. Wir können auch ein bisschen früher anfangen. Aber okay, gibt es Fragen über die Übungen oder die Vorlesung? Wenn ja. Dort, bitte. Ah, sorry, it was off. Give me back. It's a bit complicated. You won't be able to find it. There's no Bluetooth. Jetzt, no, nicht. Ah, jetzt. Hallo? Ja. Gut, vielleicht besser. Also, ich habe eine Frage. Wann werden wir in Kleingruppen geteilt? Während der
Übungsgruppen ab nächsten Woche oder diese Woche? Also, in den Gruppen nächste Woche, ja, könnt ihr euch andere Leute suchen und dann sagen, okay, wir geben zusammen als Kleingruppe ab. Ihr müsst dann ein Blatt abgeben, wo ihr sagt, wir wollen, also dann schreibt ihr eure Namen, eure Matrikelnummer und halt eben auch die von anderen Leuten auf das Blatt und sagt, wir möchten zusammen als Gruppe abgeben. Ja? Also das passiert nächste Woche in den Gruppen, findet ihr euch zusammen mit anderen Leuten oder ihr habt vielleicht schon Kleingruppen gefunden oder sowas, aber danach gebt ihr im Zettel, im Moodle ab, über die dann die Kleingruppen auch wirklich festgelegt werden. Ja? Ich habe noch eine Frage. Ich kann ein bisschen auch ergänzen, wenn Sie schon Freunde haben und möchten unbedingt in einer Gruppe sein, dann müssen Sie eine gleiche Gruppe anmelden. Okay? Aber wenn Sie noch keine Freunde hier haben, dann natürlich es ist vielleicht egal. Oder neue Freunde suchen, dann das ist auch ein Quiz. Ja, bitte. Also, wann werden wir die Übungsblätter bekommen? Dieses Mittwoch oder nächste Mittwoch? Heute wird das erste Blatt, also das 0. Blatt, heute wird das 0. Blatt ausgegeben. Ja? Und danach, immer nach der Vorlesung, wird das nächste Blatt ausgegeben. So, die Übungsblatt ist immer jetzt, gegen jetzt ausgegeben werden. Okay? Immer so. Als Aufgabe ist vor der Vorlesung, so 4 Uhr. Jeden Mittwoch bekommen Sie eine neue Übung. Jeden Mittwoch müssen Sie eine Übung ausgeben. So, 4 Uhr ist unser Grenzpunkt. So, 16 Uhr pünktlich, nicht pünktlich, vor 4 Uhr müssen Sie die Übungsblätter hochladen. Okay? Also die erste Übung müssen wir ohne Übungsgruppen machen. Also, ja, okay. Gibt es noch Fragen über Übungen? Nein. Okay. Can you answer this question? An die Frage in dem YouTube-Chat. Selbst wenn es in Zoom die ganzen Übungen, also auch bei virtuellen Übungen, werdet ihr die Möglichkeit haben, euch mit anderen Leuten zusammenzufinden. Ja? Also wie genau der Tutor das handhabt, müsst ihr mal sehen, aber die Idee ist irgendwie, zum Beispiel bei Zoom gibt es so ein Breakaway Room Feature, wo man dann eben kleine Räume hat, um sich gegenseitig zu finden oder dergleichen. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Okay, gut. Da haben wir auch ein paar Minuten verbracht. So, wir können noch einmal die Vorlesung weitermachen. So, wir kommen zur Rechnerstrukturen Vorlesung. Wir machen weiter über die Repräsentation von Zahlen. So, das muss jetzt hier gehen. So, keine Ahnung, wo wir gehen sollten. So, wir waren gestern, nein, nicht gestern, vorgestern bis hier. Okay, dann die Frage ist, wenn wir eine Zahl von Basis 10 in Basis B umrechnen möchten, wie können wir generell machen? Sie kennen schon das Konzept Algorithmus. Ja, das ist nicht neu jetzt, wenn Sie etwas im Gymnasium oder Schule über Rechnen oder über Informatik kennengelernt, dann es gab Algorithmus. Ja? Für Algorithmus brauchen wir
Eingabe und Ausgabe. Für diese Aufgabe brauchen wir ein Basis B. Diese B ist eine Naturzahl außer 1. Und wir haben auch ein Betragssatz, so nennen wir an, dieser Satz n ist. Und die Ausgabe ist eine Repräsentation mit Länge L plus 1 von Basis B. Diese Repräsentation von der Ausgabe soll gleich wie die Betragssatz n sein von Basis 10. Okay? So, zum Beispiel B2 ist, dann die Frage ist, wie bekommen wir die binäre Repräsentation von Betragssatz n von Basis 10? Wenn B16 ist, dann die Aufgabe ist, die Hexadezimal-Darstellung zu rechnen. Okay? Gut. Gibt es Fragen über die Aufgabe? Natürlich, das ist auch die erste Aufgabe heute. Und so, was machen wir? So, wie können wir zum S erkennen? So, ich habe ein Beispiel. An diesem Beispiel habe ich wo ist mein Pen? Hier. Okay. Der Zahl. Hier ist I still need some practice. Der Zahl hier ist 835. So, wir müssen diese Zahl in Basis 16 umrechnen. Okay? So, die Frage zum S ist, welche Zahl können wir zum S berechnen? Oder sollten wir zum S berechnen? Sollten wir diese Ziffer oder diese andere Ziffer berechnen? Sollten wir die most important, die am wichtigsten Zahl am links, oder sollten wir die am mindestens wichtigste Zahl am rechtsten berechnen? Welche sollten wir machen? So, das ist unsere Frage A und das ist unsere Frage B. So, wer wird am A zum S berechnen? Raise your hand, please. Nein. Wer wird zum S B berechnen? Raise your hand. Or if no idea. Okay, let's do it again. Wer wird zum erst A rechnen? Wer wird zum erst B rechnen? Okay, nur ein bisschen. Was für die anderen? Noch keine Ahnung. You don't understand what I'm asking? So you have this number N. You are asked to do this representation with basis 16 or basis B. The question is that should we calculate the most left-hand side or should we calculate first the most right-hand side? Yeah? It's a very simple question. Where do we start with? Of course, you can say I want to start from the middle, which makes some sense, but I don't know how to do that. Okay? Gut. Ja. So, wer hat am links ausgewählt? L start. Zum SL? L start in -1 and then it goes to 0. So I think we will start in B. You cheated first, right? You look at the algorithm first. So But what's the reason you want to start from the
right hand side, not the left hand side? Warum sollten wir am rechten Seite anfangen zu berechnen, nicht am rechts? I don't know. Okay? Yeah. So please pass that. Ich würde mit B anfangen, weil in der Programmierung haben wir es ja so gemacht, dass 0 die erste Zahl ist, die wir überhaupt behandeln, da halt von 0 anfangen zu zählen. Deswegen würde ich mit N0 anfangen. Okay, so wie können wir n nur berechnen? Ja, Next. da habe ich keine Ahnung. Ich würde sagen, dass wir mit N0 anfangen würden. Okay? Gibt es Meinungen? Wie können wir n nur zum ersten berechnen? Sie haben schon in Schule das Konzept kennengelernt. Okay, was ist n nur? Gibt es Hände oder bisschen Fan? Can you pass to the most left hand side? Yeah. Um N0 zu berechnen, könnten wir einfach die gesamte Zahl durch die Basis sozusagen teilen. So in dieser Zahl, so n durch 16. Genau, wenn die Basis 16 ist, durch 16 und den Rest, der bei der Division überbleibt, der ist dann N0. Okay, dann die Meinung jetzt ist 3, ich berechne zum ersten. So, das ist 3, 8. 8, 3, 5 durch 16. Das ist 2427 in Quotient. Und der Rest ist, keine Ahnung. Ist 3. So, und nur ist 3. Ist das klar? Yes. Noch einmal. So, was ist n nur? Wenn n nur ist, das bedeutet, diese Zahl n ist ein Vierfach von b, von 16. So when n 0 is 0, that means that this number is an integer multiple of b, because that's how you define it. Is that clear now? Again? So, wenn wir über diese Repräsentation gucken, diese Ziffer am rechten Seite ist immer der Rest von dieser n durch b. Ist das klar? Okay, gut. Und wir gucken mal später, wie können wir das beweisen. Das ist ganz einfach. Okay, so was wir machen sollten, ist einfach so, wir gucken mal zum ersten n nur. So, wir bekommen jetzt n nur 3 ist. Okay? Dann, wie können wir n1 berechnen? Do you want to try again? Wie können wir n1 berechnen? Also theoretisch kann man hat ja schon mal den ursprünglichen Wert, also die 38.835. Das ist 2427. Genau, wenn man das einmal geteilt hat, dann trennt man oder dann streicht man sozusagen die Nachkommastellen weg und die Zahl teilt man dann einfach nochmal durch 16 und der Rest, der da wieder rauskommt, ist dann sozusagen die nächste Stelle. Das macht man einfach die ganze Zeit so. So, ja, und dann, okay, so
Wie viele ist es? Mach mal, ich gucke mal. Oh, oh. Durch 16, 2, 4, 2, 7. Durch 16. Die Quotienten ist 151 und der Rest, habe ich keine Ahnung, ist 11. Das bedeutet, was ist N1? N1 wäre dann B. Also Okay. als Dann N1 ist B. Any question? So, now let's just repeat what he just said. I repeat it again in English. So what is N0? N0 is the rest of N divided by B. Okay? N1. What is N1? It's N minus N0. Sorry, it's the rest of N minus N0 divided by B divided by B. Divided by B and then divided by B again. Divided by B to power 2. I mean, it should be 0 all the time because this b cancels itself out, and then n minus n is always Yeah, 0. but I said divided by B to power 2, not divided by B. Power 2. I divided by B and then divided by B. It's not written here. I'm just trying to explain what is happening. Okay. So if we repeat the whole process, it's this algorithm. Okay. So was bedeutet es? So, wir können den Rest berechnen. Es ist nicht so einfach. So, ich habe den Calculator benutzt. Ja, so das 3, 8, 8, 3, 5 ist gleich wie habe ich schon gesagt? Muss immer berechnen. Das ist 2, 4, 2, 7 mal 16 plus 3. Okay? Es ist klar? Wie können wir diese 3, die Frage ist, wie können wir diese 3 und diese 2427 bekommen? So, was ist 2427? Das ist die ganze Zahl von n durch b. Okay, n durch b. Und er hat schon gesagt, wir können alles hinter Command weg machen. Ja? So, die alles hinter Command brauchen wir gar nichts. Die alles hinter Komma müssen wir diese Zahl mit b multiplizieren, dann bekommen wir den Rest. Okay, auch können wir einfach so sagen, wir machen zum ersten diese n durch b und dann nehmen wir einfach diese ganze Zahl und dann bekommen wir die 2427 und dann n minus diese Zahl mal 16 ist unser Rest. Warum b ist hier 3? Warum ist es gleich 3? b ist 16. Nee, warum plus 3? Warum, Ich kann einfach berechnen. Ist das richtig oder unrichtig? Einfach mit, warum plus 3? Warum plus 3?
Okay. Wollen Sie helfen oder wollen Sie folgen? Helfen. Okay, gut. Ja. Es ergibt 3, weil die Nachkommastelle mal die Basis selbst multipliziert wird und dann halt eben 3 rauskommt. Und so kommen wir auf n0 gleich Ja, 3. das ist 0,1875 mal 16 ist 3. Ja. Okay? Any questions so far for N0? Okay? Gut. Dann, was bedeutet jetzt ist, wenn wir jetzt gucken, so wir fangen mit n gleich wie minus 1, l gleich wie minus 1. Solange diese Zahl noch nur ist, dann machen wir zuerst l zum l plus 1 zugeordnet. Das bedeutet jetzt l ist nur und dann nl ist n minus b mal die untergauße Zahl von n durch b. So, es bedeutet jetzt, diese n nur ist einfach 38835 minus 16 mal 3427, das ist 3. Okay? Und nachdem machen wir weiter. Was bedeutet es hier weiter? Wir setzen das Problem gleich wie früher, aber wir haben einen neuen Betragszahl n. Diese neue Betragszahl n ist diese Zahl. So, wir setzen jetzt hier, ist 2427. Okay, und dann gehen wir weiter. So, dann R ist jetzt 1. R, die nächste Runde, hier ist 1. Und nur, das ist 2427. Das ist 16 mal 151 plus 11. So, es bedeutet 2427 aus. Ist es richtig? Aus 72. Oh, ja. 27 durch 16. Das ist 100. Okay? So, es bedeutet jetzt, nur ist 11. Das ist Basis 16. Wir haben Ziffern nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, M, F. So, das ist hier B. Oops. So, hier. I need a cheat sheet for a annotation. Okay? Gut. Dann gehen wir weiter. Die neue Zahl n ist 151. Und 151 durch 16. Dann bisher habe ich keinen Fehler gemacht. Surprising. So, 101 divided by 16, das ist 9. So, dann 151 minus 9 mal 16 ist 7. Dann bekommen wir hier jetzt 7. Und dann haben wir jetzt hier 9. Und das ist am Ende 9. So, das bedeutet, diese Zahl 38835 auf Basis 10 ist gleich wie 3 B 7 9 von Basis 16. Ist das klar? Any question?
Ist es zu schnell oder zu langsam? You don't have to do it. It's actually animated here. Okay? So it's animated here. If you go through the slides, they are all done. Okay, gibt es Frage? Wenn nein, habe ich Frage. So. Please check in. Next time we should probably put this barcode earlier so that we don't ask them to check in during the lecture. Ja. Ja, okay. Gut, dann, was ist unsere Frage? How should I give out? Keine. So, was ist die Untergaußklammer ist definiert wie folgende. Diese Untergaußklammer von x ist die größte ganze Zahl, die kleiner als oder gleich wie x ist. So, was ist diese Untergaußklammer von 2427,1875. So then, should I connect to this? Huh? Yeah, don't you connect to this barcode or not? Vergessen, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, sorry. So, this is only to test you whether you listen to the previous parts or not, because we actually use this number, right? The next question is more tricky. This one is only to warm up. Okay, so I think we don't need to spend too much time for the warm up. So it should be A. By the way, how do I go away? Okay, so das ist ein bisschen schwieriger, auch kompliziert. So, minus 1,5. Was ist die untere Gaußklammer von minus 1,5? So, opinions? Zunächst? Es wäre B, aufgrund dessen, dass das eine negative Zahl ist und wir halt eben theoretisch immer noch weiter nach unten runden, also runterrunden, und deswegen wäre es minus 2, also B. Warum nicht minus 1? Wie bitte? Warum nicht minus 1? Weil es eine untere Gaußklammer ist und wir halt eben die
also die nächste komplette Zahl haben wollen, die halt eben runtergerundet ist. Okay, gut. So, nicht minus 1. Minus 2. Weil minus 2 ist die größte ganze Zahl, die kleiner als oder gleich wie x ist. Minus 1 ist größer als minus 1,5. Das ist nicht richtig. Okay, so pay attention to this. When you see this nice ceiling floor function, it means that you are going down to the next integer that is closest to this number. Not to go arbitrarily up and down, because minus 1 is greater than minus 1.5. 1 is less than 1.5. So these two are different things. Not the closest number, but the closest number that is less than or equal to x. Or the largest number that is less than or equal to x. Integer, sorry. Ja? Okay, gibt es Frage? Wenn nein, dann so, ruhig sein, bitte. So, dann haben wir über die natürliche Zahlen Darstellung ganz genau geguckt. Der Theorem ist einfach so, für jedes Basis b und jede natürliche Zahl n haben wir auch vom Montag über diese Formula schon gesprochen. Das n ist gleich wie eine Zusammensumme von dieser alles zusammen. So ni mal b hoch I. So wie vorhin schon gesagt, wir haben n nur mal b hoch nur plus n1 mal b hoch 1 plus n2 mal b hoch 2 plus n3 mal b hoch 3 und weiter machen. Ja? Deswegen, wenn wir gucken, was wir brauchen, am Stelle nur am rechten, das ist einfach diese Zahl durch b, dann der Rest ist n nur. Wenn wir dann diese Zahl ausnehmen und dann der Rest, die ist Quotient, durch b hoch 2, dann der Rest ist n1 und man wird ganz weiter. Okay? Das ist das Konzept von dem Algorithmus. Sie bekommen natürlich auch eine Übung, um diesen Algorithmus zu üben. Gibt es Fragen? Wenn nein, dann mache ich weiter zu der zweiten Vorlesung. Das muss ich jetzt. Hier gehen. By the way, the slides that you can access now on the website do not have the correct answers. Of course, I don't want you to check all the answers before answering them. The slides I'm using here have the hopefully correct answers. We will see that later. One thing that's important is that, therefore, when you click the slide you can access now without the password I'm typing, then you would not get the slides here that I'm using. After the lecture, we are going to publish the slides I'm using, but we are still figuring out which script we use, because then we have 3 versions of documents we publish. There's one before the lecture, there's one
that I use during lecture. There will be another one that we use after a lecture. The after lecture will already have the solutions of those questions, quiz. Okay? Be patient. We would tell you how this looks like next Monday. Because we haven't thought about that until yesterday and this morning. Okay, gut. So, machen wir weiter zum Repräsentation von Texten. So, noch einmal. Ja. So, wir haben schon ganz natürlich Zahlen schon gesprochen, dann nächstes Texten. So, wir müssen alles wir aufschreiben zu repräsentieren. So, das ist einfach so. Wir können einfach alles mit zu codieren. A ist nur, B ist 1 und weiter und dann mit Binärkodierung. Aber dann müssen wir die alles codieren. Die Frage, dass auch die Probleme hier ist, dass welche Zeichen sollten wir codieren? So sollten wir alle chinesisches Alphabeten codieren oder sollten wir nur ein paar Dinge codieren? Ich glaube, es gibt taiwanische hier. Or chinesisches hier, ja. How many Chinese characters do you know that you need to code? Or let's say, I know roughly 6,000 Chinese characters. I think I never tested myself. I probably just bullshit. I probably just brought off. Okay. Maybe I take my words back. I probably know 600. I don't know exactly how many I know. Okay. So how many Chinese characters are there? Does anyone have an idea? I mean, you look Chinese characters a bit strange, right? So it looks like this. So I can sign my signature. So I should use another color. So this is one character, stands for my last name. We need a codation, one code for this one. So you need to code all of them. So that means that to code all the characters, you need to code all languages, right? Otherwise, you cannot communicate with the others. So the Chinese characters can be up to 100,000. So the codierung, of course, would require quite some efforts. Die Frage jetzt ist, wie können wir diese Codierung mit anderes tauschen? So, ich kann in meiner Meinung mein Nachname aus nur codieren und Sie können in Ihrer Meinung Ihren Nachname codieren und am Ende haben wir nur Zufahrt codiert und nur etwas, um andere zu schicken. So, das geht nicht. Ja? So, wir brauchen Standards. So, das bedeutet, wenn wir Text codieren möchten, dann müssen wir genau zeigen, welche Codierung für welche Zeichen auf welche Alphabeten zu repräsentieren. Das kann nicht sein ohne Standards. So, das bedeutet, man braucht ein paar Standards. So, die erste Standard, wir benutzen zurzeit noch, ist ASCII. So, it's American Standards for Information Interchange. So, keep in mind that this is a standard for the purpose of information exchange. It doesn't mean that this is the best choice, but it's a choice that everyone should follow so that you understand the others. Okay? So it's a similar thing. If we talk to each other using different languages, then I can assume that you understand me,
You can assume that you respond in your language. You can assume that I understand you, but we never actually understand each other without writing down the specifications of the languages. So for Texan, das ist einfach Standard. So dann es gibt 7 Bits für diese ASCII. So zum Beispiel, dann haben wir A und Nummer 97 und Capital A ist Nummer 65 und Fragezeichen ist Nummer 63. Das bedeutet, das kleine a und das große A sind nicht gleich, ja, natürlich. Ansonsten haben wir auch Probleme, um die zwei zu unterschieden. Und es dann später aus Europart Latin 1 zu erweitern. Was bedeutet das? Wenn wir mit ASCII 7 Bits darstellen möchten, wie viele verschiedene Zahlen wie viele verschiedene Alphabeten können wir darstellen, auch können wir repräsentieren. 7 Bits. I'd say only the Latin one. So when you have that many Chinese characters, I don't think. That's not for Chinese characters, for English. Oh, okay. Yeah. Okay. Can we actually use that for umlaut stops here? But my question was, how many alphabets can we code? 2 hoch 7. 2 hoch 7 ist 128. 128. Das ist genug oder nicht genug? Also meinst du? Ist 128 genug für Englisch? Nein. Englisch? Wie Also viele Alphabeten haben wir in Englisch? 25. For English, Alphabeten, not words. Wie viel sind die Letter? Alphabets do you have in English? 28. Letters. So how many letters do you have in English? Keine Ahnung. Let's try with the others. I think the English alphabet has 28 letters and we multiply it by 2 because there is uppercase and lowercase. Wir haben einmal Großbuchstaben, groß und klein. Ja. Und auch Symbolen, also alles, was wir im Keyboard sehen, können wir auch da in ASCII-Tabelle finden. Okay. Also groß und kleine Buchstaben groß, klein, so plus die Symbole. Wie viele kleine haben wir in Englisch? Also wenn wir 28 Buchstaben haben, heißt 28 Wir haben nur 26. hoch 2. 26 meine ich ja. Hoch 2, dann haben wir 28 klein, 28 groß. Sorry, I have to correct this information. 26. 26. Ja, 26 hoch 2. Hoch 2? Ja, 26 Großbuchstaben und 26 Kleinbuchstaben. Mal 2 oder hoch 2? Also mal 2, sorry, mal 2. Okay, Mal sorry. 2, ja genau. I did not expect this become so interesting for this discussion. Okay, it was enough for English. That's first the fact. It's only 52 letters you need to code. It has only 10 digit numbers you need to code. Have several special characters you need to code. Question mark, point, all the periods, comma, semicolon, all the stuff you need to code. That is the reason. It's not sufficient with 6 bits, but it's less. 7 would be sufficient. So it was decided to be 7, right? I mean, you can ask, well, why don't we do 8? Well, you can do 8, but what do we code? It's for Americans to exchange information. They did not know German. They did not know Swedish. They did not know the European Latin language, which would add a lot of additional letters there. It's more than 128, so you need 1 additional bit.
So it became 8-bit. Then later on, the Chinese characters, the Thailand characters, the Japanese characters, Korean characters, Arabic characters started to kick in. So apparently 8 bits were not enough. Then we want to call all the Chinese characters. Even 16 bits are not enough. So let's go to 32 bits. Right? So it's a history. The history is that what we need is basically to do all of them. So this is ASCII. So you see that Nuo is for Nuo. So Nuo is for Nuo. Und Nuo 1, 1 Nuo, 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 Nuo ist for Nuo. Komisch, ja? Was ist der Unterschied zwischen die zwei? Okay, sorry. Also ich bin mir nicht sicher, aber halt 000 ist wahrscheinlich für, wenn wir gar nichts codieren möchten. Und wenn wir die Nummer 0 codieren möchten, benutzen wir 0110. Also das ist meine Vermutung. Ich hätte jetzt geraten, dass man mit dem einen rechnen kann und das andere ist nur das Zeichen, also visuell. To calculate and not calculate. Okay, so dieser erste Nur von Nur ist Nur. Okay? Dieser Nur von Nur 1, 1 Nur ist die numerische Nur von Zahlen. Okay, die zwei sind nicht gleich. Okay, that's what's the difference if you program that? Ist das jetzt 0 oder? I mean, what's the difference between these two when you write a program? Also ich habe das mal in einem Java-Programmierkurs gelernt, aber... Wie bitte? Java? Ja, Java. Von Tab 1? Von Gymnasium? Von Schule? Von Kindergarten? Nein, meine Eltern haben mir den auf programmieren-starten.de gekauft. Und in der Programmiersprache Java gibt es halt eben also mehrere, nicht nur zwei, aber mehrere Datentypen und auch den Datentypen Character. Ja. Und beispielsweise dort in dieser Tabelle, wo man jetzt die 0 als tatsächliche 0 und nicht als NUL sieht, das wäre dann der Charakter, also Character 0. Und wenn man diese beiden, man kann auch mit Characters halt eben rechnen, aber eine wichtige Differenz ist, dass wenn man beispielsweise 0, also den Character 0 plus den Character 2 rechnet, kommt nicht 2 raus, sondern 0,2. Oder, nein, das war bei Strings, das war was anderem. So, es bedeutet, wenn wir zum Beispiel b plus c und b ist 1, so hier zum Beispiel, so b ist 1, okay? Okay, das hier, b ist 1, so, dann c plus b kann 1 sein oder anderes sein. So, wenn wir die 2, dieser c plus dieser b, dann bekommen wir dieser 1. Wenn wir dieser c plus dieser b, bekommen wir nicht 1. Anderes. Es ist ganz anders. Ja? Nur plus 1 ist nicht 1. Okay, but this is irrelevant for us. Yeah, okay. Yes.
Also wir bekommen 10, aber also wenn ich das richtig verstehe, diese 0, 0, 0, 0, das bedeutet, wenn zum Beispiel also String etwas ist gleich diese 0 und das bedeutet, dass es nur die leere Menge, also ich meine, dieses Objekt existiert, aber er hat keine, also keinen Wert, aber der Objekt existiert. Es ist nur, kein Wert. Es ist nur, aber nicht diese nur. Das ist Englisch nur, Aha. nicht Deutsch nur. Oder Programmieren nur, aber nicht Deutsch nur. Okay, so I explain this in English, sorry. It's a bit complicated to do that in German. So the nur you see there in a programming language is called nur. When you write it, you say that if that is equal to nur, that means that it's equal to 0. That 0 without any value. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 encoding. Okay? When you actually write the symbolic 0 to represent the alphabet, the Arabic 0, that is a character. And the character has a value that is not the 0 we are talking. Okay? That is not the nur that we talked earlier. Okay? Hope this clarifies. This is in English, you know this is not relevant to the exam. So this is more. Now you see the umlaut, you see all the stops. You can do better. You can now go to the Unicode representation with 8 bits, 16 bits, and 32 bits. Now the typical question we get students to ask us is, do we need to memorize this table or not? Or this table or not? Well, no. You are not supposed to do that, but you are supposed to read a table if you are asked. So that means that in a representation, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 would be capital A, and so on and so forth. That's a representation only. Okay, so das bedeutet jetzt ist, wir haben so viele Repräsentationen. Hier ist für kanadisch Silben. Und wenn wir noch über diese Repräsentation von Texten gucken, so was haben wir von aus Programm? So ein Programm wird zunächst meist aus Quelltext erzeugt und aus normaler Text repräsentiert. Das haben Sie hier, sehen Sie hier aus einem Java-Programm, Hello World. So das ist natürlich alles mit Strings and Characters. Das kann man nicht direkt am Rechner ausführen. So, das ist ein Programm. So, wenn Sie dieses Programm ausführen möchten, dann müssen Sie zuerst das Programm übersetzen. So, in Java benutzen Sie zuerst Java C, dann bekommen Sie die Bitstreams und dann für die Bitstream es sieht so aus. So, dann es gibt dann Assembly von diesen Bytecode Streams. Und dann das Bytecode Stream ist am Ende einfach die Bitfolgen von Strings. Das bedeutet, was wollen wir hier zu verstehen von Texten? Natürlich ist wichtig, wenn Sie mit anderen Leuten zusammenarbeiten möchten. Aber für uns, es gibt keine technischen Probleme. Das Problem ist nur, um Standard zu definieren und die alle Font-Types zu bekommen und zu repräsentieren. Okay? So. Dann haben wir schon zwei Dinge erledigt. Das nächste Thema ist die Repräsentation von ganzen Zahlen. Dann kennen wir schon, wie wir die Zahlen von Positivzahlen repräsentieren. I try not to let the camera follow me because I'm going there too often.
So I think it's easier this way. Yeah. So unser Wunsch ist einfach, die alle ganze Zahlen repräsentieren zu können. Und das ist gleich wie früher. Früher haben wir den Wunsch, die alle natürlichen Zahlen zu repräsentieren mussten. So nur bis alles 2 hoch r minus 1 können wir mit r Bits zu repräsentieren. Jetzt müssen wir auch die negative Zahlen zu repräsentieren. Die Frage ist, wie viele verschiedene Zahlen kann man so viele repräsentieren? So, wenn wir nur r Bits haben, dann haben wir zusammen 2 hoch r verschiedene Möglichkeiten. Ja, dann ich habe eine Frage. Welche ganze Zahlen kann man mit 4 Bits repräsentieren? So, das ist Code hier zuerst. So, the question is like, now you see that we have 4 bits. We can represent 16 different numbers. We want to represent some positive numbers, some negative numbers. Right? So question is that which 16 numbers can we represent? 16. So, of course, okay. So, minus 8 to 7, minus 7 to 8, 0 to 15, minus 8 to 8, minus 15 to 0. Which integers can we use for bits to represent 4? So this is a choice. This is an assignment that could have multiple answers, potentially. Any opinions? Ich glaube, A und B und C sind richtig. A, B und C sind richtig. Warum D ist nicht richtig? D, weil wir haben kein Bits, um das zu repräsentieren. Also wir haben keine genug Bits, um das zu Wie repräsentieren. viele Zahlen gibt es mit Lösung 16 D? Zahlen, aber wir brauchen die 0 Wir haben 16 Zahlen? Oder von negativ, also nur bis 15 haben wir auch 16 Zahlen. 16 Zahlen, ja, glaube ich. Aber Ja, was ist- wir haben nur 15 Zahlen zu repräsentieren. Wir haben 15 Zahlen zu repräsentieren oder 16 Zahlen zu repräsentieren. 16 Zahlen, aber 0 zählt auch. Ist nur keine Zahl? Ist Zahl. Nur 0 ist zählt auch eine Zahl. 16, ja. Mhm. So, okay, so minus 8 bis 8. Wie viele Zahlen gibt es? 17 Zahlen. 17 17 Zahlen, das genau. ist eine Zahl mehr. Okay, der ist nicht richtig, weil von minus 8 bis 8 gibt es zusammen 17 verschiedene Zahlen. Minus 8 bis minus 1 ist 8 Zahlen. 1 bis 8 ist 8 verschiedene Zahlen. Und dann haben wir auch ein besonders nur. Und das zusammen ist 17. 17 ist ein mehr als 16. Okay. Did I lost the paw or what? I'm sorry. Seems that I lost the paw. How should I use this? What should I do? Close this? How should I go back to the previous one? What's the problem? I cannot go back to from the
code. I cannot go back to from the barcode. I cannot go back to anything else. Yeah. Okay. So das ist wichtig. Kannst du mal Touch aktivieren? Ja. Das ist. Ja. Kannst du. Wieder Maus? Okay, dann ist das irgendein Touch-Unterdrückung. Schreibe ich mir mal auf. Okay, so sorry for the technical problem. So this is, I have to use mouse. This is correct, this is correct, this is correct, this is wrong, this is correct. Basically, in fact, with L bits, you can do any arbitrary 2 to power L codings. Arbitrary. It's not from 0 to 15. You can also do 16 to 31. You can do anything you want, but at most 16 different numbers. And hopefully, you would decide to do that in a consecutive manner of integers. Otherwise, you have to define a mapping table for that. It's even more complicated. Huh? So any 16 consecutive integers can be represented by 4 bits. Also ich habe eine Frage, und zwar, ich verstehe nicht, wie man minus 8 mit 4 Bits repräsentieren kann. Minus 8? Ja, also... Wie können wir minus 8 zu repräsentieren? Ich habe auch keine Ahnung jetzt. Also ich glaube... Wir sprechen sofort. Wir sprechen über minus 8 sofort. So the question is that how do you represent minus 8? Also 4 Bits, wir wollen noch so einen Bit für das Vorzeichen. Nein. Wir können alles machen. Wir können, so, die Frage ist, noch einmal, wir haben 4 Bits. Wie viele Zahlen können wir repräsentieren? 16. Das ist in Ordnung. Welche 16 verschiedene Zahlen? Wir mussten nur einfach konsekutive Zahlen zu repräsentieren, sodass wir nicht andere Tabellen zu setzen. Ja? So, alle 16 konsekutive Zahlen können wir darstellen. Wir können von 100 bis 115 darstellen. Wir können auch minus 100 bis, keine Ahnung, wir können minus 115 bis minus 100 darstellen. Wir können alles machen. Ja? Die Frage ist jetzt, was bedeutet das? Wenn wir von minus 8 bis 7 darstellen mussten, wie können wir solche verschiedene Zahlen darstellen? Okay? Ja? Könnte man das vielleicht machen, indem man 0 minus 7 macht? Also eine Rechnung, anstatt einfach nur die Zahl? Weil 0 nimmt ja kein Bit ein an sich. Ich verstehe die Frage. Nee, das ist, Sie sagen ja, wie kann man minus 7 oder minus... Wir können alles repräsentieren. Ja. Die Frage ist, wie wir die verschiedenen Zahlen repräsentieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich vorstellen. Next. Okay? So I would introduce different representations. There are many ways to represent them, but they are all with the same concept. You get 4 bits, you represent up to 16 different integers. 4. Gibt es die Möglichkeit, dass man einfach eine Zahl auslässt und nicht repräsentiert, beispielsweise bei minus 8 bis 8? Kann man was so sagen, dass man 0 nicht repräsentiert und sagt, ich habe minus 8 bis 8? Das kann man auch minus 8 bis 8 repräsentieren, wenn es kein Nur ist.
Das muss man explizit sprechen. Ne? Es gibt kein Nur, dann es geht. Okay, we are a bit behind the schedule. Let's see how far we can go today. So, die Frage jetzt ist, wie können wir die alle Zahlen führen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir würden zusammen 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten zu erkennen und es gibt nur am Ende 3 Repräsentationen wichtig für uns. Die erste Methode ist sogenannte Vorzeichenbetragsmethode. Das ist einfach so, das erste Bit aus Verzeichnisbit ist. So, wenn wir 4 Bits haben, das erste Bit am linksten ist unser Verzeichnisbit. Es bedeutet, wenn das Bit nur ist, dann ist die Zahl positiv. Wenn das Bit negativ ist, wenn das Bit 1 ist, dann ist die Zahl negativ. Okay, so was bedeutet? Jetzt ist so. So, wenn wir 4 Bits haben, nur 1, dann das ist 1. Und 1, nur 1, das ist minus 1. Okay, dann gleich. Nur 1, das ist 2. 1, nur, das ist minus 2. Okay, so, das bedeutet, wenn wir weitergehen, so, nur 1, das ist 7 und 1, das ist minus 7. Okay? Ist es klar? Ja. 0, es bedeutet, gucken wir, so 0, 0, 0, 0, das ist 0, 1, 0, 0, 0, das ist minus 0. Was ist minus 0 und 0? Ja, die 2 sind gleich. Ja? Das bedeutet, wenn wir diese Verzeichnisbetragsmethode benutzen, haben wir leider eine Zahl verloren. Wir haben 2 Nullen und die 2 sind beide nur. Nur ist nur. 1, nur ist auch nur. Minus 8 ist weg. Wir haben nur bis minus 7 darzustellen. Hier gibt es kein minus 8. Wir haben die Möglichkeit, zusammen 16 verschiedene Zahlen darstellen können, aber wir haben 2 von Nullen repräsentieren. Das bedeutet, wir haben nur 15 verschiedene Zahlen zu repräsentieren können. It's a choice. It's a decision you make. If you do this, you lost 1 number, but you have 2 zeros. Because of the 2 zeros, you have lost 1 number. Whether this is a pros or cons, well, it's a pros. It's a cons. It's a disadvantage. You lost 1 number. For no reason? Yeah, that's a good reason. You can actually easily do that as a systematisch, symmetrisch. Verzeichniswechsel ist einfach. Also natürlich, es gibt die Nachteile, nur ist nicht eindeutig. Es gibt 2 Nullen, nur plus nur ist nur, aber es gibt komische Dinge, wenn Sie minus nur und andere Dinge zusammenzusetzen. Und wenn Sie addieren möchten, dann das ist nicht einfach. Vergleichen zu Zahlen ist auch schwierig. Jetzt können wir nicht einfach sagen, ob diese Zahl größer als die andere Zahl oder nicht. Das muss man auch symmetrisch gucken. Und ich habe schon gesagt, wir haben eine Zahl verloren. Ja, das ist nicht so gut. So, wie können wir es verbessern? Es gibt das Konzept des sogenannten
Access-Darstellungskonzept. Wir können einfach sagen, dass wir ein Basis B haben und nur repräsentieren vom minus B. Okay? Was bedeutet jetzt, ich habe schon früher gesagt, wir können von 0 bis 15 darstellen, wir können von minus 8 bis 7 darstellen, wir können von minus 15 bis 0 darstellen. Wenn wir ein Konstant B setzen, dann 0 ist minus B und 1 ist minus B plus 1, 2 ist minus B plus 2 und weiter. Okay? So, nehmen wir an, dass wir jetzt 5 Bits haben. So, dann können wir zusammen 32 verschiedene Zahlen darstellen. Und jetzt setze ich B aus 16. Wenn ich B 16 setze, dann nur. So, das ist B ist 16. Das bedeutet, ist minus 16. Nur 1. Das ist 1 minus 16, das ist minus 15. Nur 1, nur. Dann das ist 2 minus 16, das ist minus 14. Und dann kann ich weiter. So 1. Das ist einfach 31 minus 16, dann das ist 15. Okay, so dann können wir einfach minus 16 bis 15 darstellen. Wir sollten das Bias B einfach einsetzen. Okay? So I have a question. Where is this bias stored? There is no like bit for the bias. Like, is it stored somewhere else? Where would you store it? Like the bias. I know. Where would you store it if you need to use this? It's a question to you. If you have to store B, where would you store it? Yes. You have to, right? If you want to use this method, then you need to store it somehow. Where would you store it? No, like... I know your question. You know where do we store B? The answer is you cannot store it anywhere. But where would you store it? I mean, it's a philosophical question. I don't understand. So your question is where do we store B? Yes. My question is that where would you store B? If you were the designer. So where should I store it? Yeah, if you want to store it, you are forced to store it, where did you store it? We talked something earlier, right? Like represent it somewhere else, like in other, I don't know, so that you could reuse it for other bits, like. So the answer is that you cannot store it. It's correct. You cannot store it in your program. You cannot store it in any bits you have, but you can store it on a chip because of the specifications. So it's similar to our earlier cases. You specify a standard, and that standard has this B explicitly written in the standard. Very simple, right? It's not logic, but we know we all do that. If we all agree on the B value, we would just store the B somewhere on a chip. And every representation used by this access representation would have know that B is explicitly put in the standard, so you would have to minus the value of B in your calculation. Sorry, I need to get the microphone back. Okay.
So, do I understand it correctly that if we have the standard B is 16, it will just be stored in the hardware from the manufacturers? Okay, thank you. That's one more. So we'll be like storing the code in a string. Can't we like define at the start of the string a key that says the base is Then you 16? need more bits. Yeah, You need in, more in bits the to in the encode start B. of the code, like It's can't too we much. do that? It's too much. You lost a lot of bits for that B storing. Yeah. Okay? Good. So, let's try under. Machen wir weiter. Okay, es gibt Eigenschaften von dieser Extra-Darstellung. So, jetzt haben wir 0 zurückbekommen. Und Vergleichen von Zahlen ist einfach, weil wir können einfach direkt von Integer Naturzahlen direkt zu vergleichen. Es ist natürlich nicht symmetrisch. Ein Verzeichniswechsel ist jetzt schwierig. Ja. Okay, können wir anders machen. Sie kennen vielleicht von Schule oder Gymnasium schon das Konzept. Zwei Komplementarstellung und wenn nein, dann ist es auch kein Problem. So, wir können einfach diese eine Komplementarstellung benutzen. So, wenn wir eine Zahl von nicht negativen Zahlen darstellen möchten, dann ist diese Zahl einfach mit Binärdarstellung zu setzen. So, es bedeutet, wenn wir noch einmal 5 Bits haben, so nur 1, das ist 1. Und dann nur, 1 nur, das ist einfach 2. Ja? Wenn wir minus 1 Darstellung möchten, dann setzen wir einfach ein Komplement. Nur wechseln wir zu 1 und 1 wechseln wir zu nur. Das bedeutet, wenn wir einfach hier so machen, dann das 1, 1, 1, 1 nur ist jetzt minus 1 und 1, 1, 1 nur 1 ist jetzt minus 2. Okay, dann gucken wir jetzt. So, die größte Zahl, die wir darstellen können, ist nur 1, 1, 1, 1 und das ist 15. Okay, und dann die kleinste Zahl, die wir darstellen können, ist jetzt 1 nur, das ist minus 15. Ja. Was passiert hier? Wir haben noch einmal 2 Nullen. Das bedeutet nur ist nur und 1, 1, 1, 1, 1 ist auch minus nur. So haben wir deswegen 31 verschiedene Zahlen hier. Das ist auch nicht ganz gut. Ja? Ich wollte fragen, was dann aber im Binärcode dargestellt 1, 1, 1, 1 wäre, also alles 1 ohne alles 1 ist minus, alles 1 ist minus nur, ja? Okay. Ich habe schon, I just explained it. Yeah. I was a bit confused by myself. Okay, gut. So, es ist schon gesagt, 1, 1, 1, 1 ist minus nur, weil ja, nur ist nur. Okay? Good. I'm sorry, I need to finish the next one and we can go back to your question. So das ist jetzt symmetrisch. Es ist noch einmal, nur ist nicht eindeutig. Es ist auch
schwierig von Zahlen zu vergleichen. Wir haben einen Code verloren. So, was können wir machen jetzt ist das, wir mussten unser nur für eindeutig zu darstellen. So, was ist das? Die zwei sind ähnlich, oder? Ganz nicht ähnlich. So, wenn wir jetzt einen Trick machen, so, das Trick ist einfach 1, 1, 1, 1, 1 plus nur 1. Das ist 1 plus 1 ist nur, da haben wir eine 1 hier, 1 plus 1 ist nur, 1 plus 1 ist nur, 1 plus 1 ist nur, 1 plus 1 ist nur und hier ist 1. Okay? So, es bedeutet 1 plus 1, 1, 1, 1, 1 plus, Entschuldigung, 1, 1, 1, 1, 1 plus nur 1 ist 1 nur. Aber wir haben nur 5 Bits zu codieren. Was das bedeutet für uns, das Bit hier ist verloren. Anyway. So, wir haben keine Möglichkeit, das Bit zu codieren. Das ist weg. Okay? Es bedeutet jetzt, wenn wir diese Negativzahl plus 1 machen, dann können wir auch unser 1, 1, 1, 1, 1 zu retten. Das ist ein ganz gutes Konzept. Ja? So, was brauchen wir jetzt? Es ist sogenannte Zweierkomplementdarstellung. Die Negativzahlen benutzen wir noch einmal mit Binärdarstellung. Die Negativzahlen benutzen wir jetzt zuerst der Komplement der Darstellung und danach plus 1. Dann können wir diese Minus nur retten. Okay, so was bedeutet jetzt? So, gucken wir noch zurück. 1. Nur so, nur 1 ist 1. Machen wir zum ersten Komplement. So, 1, 1, 1, 1 nur. Dann plus. Nur 1. Dann bedeutet, wir bekommen jetzt 1, 1, 1, 1, 1. Dann das ist minus 1. Okay, gucken wir andere. So, machen wir jetzt. So, das ist nur 1, 1, 1, 1, 1. Das ist 15. Ein Bit zu viel. So, das ist 15. So, machen wir jetzt zum ersten Komplement 1 nur plus nur 1. Dann bekommen wir hier 1 nur 1. Das ist minus 15. Okay? Wir können alles hier machen. So, von minus 15 bekommen wir, von 15 bekommen wir minus 15. Von 14 bekommen wir minus 14. Von 13 bekommen wir minus 13. Und da haben wir zusammen 31 verschiedene Zahlen darstellen können. Okay? Wir haben noch eine Zahl verloren. Welche Zahl ist es? So, wir können noch einmal gucken. So, was ist diese Zahl, wir haben verloren? Das ist 1 nur. Diese Zahl, leider können wir nicht direkt konfigurieren. Das ist eine Negativzahl.
zumindest. Es ist so kleiner als minus 15. Das ist minus 16. Okay? Good. Any questions so far? So with 5 bits, you can represent 1, 0, 0, 0 as minus 16, 1, 0, 0, 0, 1 as minus 15, 1, 0, 0, 1, 0 as minus 14, 1, 0, 0, 1, 1 as minus 13, and so on and so forth, to 15. With this 2's complement, you can represent from minus 16 to plus 15 when you have 5 bits. Okay, sorry. Now, what was your question earlier? Also jetzt, man hat ja 3 Darstellungen. Einmal die Exzess-Darstellung, Ja? Einer-Komplement und Zweier-Komplement. Auch Vorzeichenwechsel. Achso, So Vorzeichenwechsel. zusammen 4. 4, okay. Ja. Und was ist jetzt der Kernunterschied zwischen den 4? Alles. Okay. Alles. Ja, wirklich, Also wann alles. benutzt man zum Beispiel You have die... to learn all of them. I'm serious. They are always part of the exam. They are always part of the exam. Those are the key points you will get. If you lost them, you lost at least 5 points. Also meine Frage wäre, wann man zum Beispiel die Einer-Komplement-Darstellung benutzt, wann man die Zweier-Komplement-Darstellung benutzt. Also... Oh, when you should use which method? Okay, sorry. Yeah. When do you use which Well, method? Let's see what happens next in the slides. I think the next slide would answer the question. So, where? Second. Entschuldigung. Okay. The question was not answered in the slides. When to use which coding? Well, did I not answer the question earlier? There's something called standards. You have to cheat. You have to specify which representation you use in a standard. So, what is a standard now in computers? I think you know that. No? Who knows the standard in computers? Which one of them, which one of the 4 is in the standard? I mean, you get a computer now, right? 406 standard is nothing to do with this. If you have a hardware, you get from Intel, from AMD, from ARM, which one is used by default for integers? Zweierkomplement ist Standard. Yeah. Okay, Zweierkomplementdarstellung is for integers. Why do we need to learn the others? Do you know? Do I know? Okay, of course it's necessary. When you look at the floating point, the floating point representation is a combination of 2's complement plus excess representation plus sign bit representation. Thanks. So die alle 3 Methoden, so Vorzeichenwechseldarstellung Methode, Exzessdarstellung und Zweierkomplementdarstellung sind wichtig und notwendig, wenn wir über Fließkommanddarstellung zu sprechen. Und dann, das ist jetzt die Frage, welche Exzessdarstellung wir benutzen sollten. Das ist einfach in den Standard von Floating Points, von Fließkommandenzahlendarstellung. Warum machen wir einfach Vorzeichenwechsel in Floating Point Darstellung?
Das ist einfach bei Standards. Okay? Das ist klar? So, die 4 Methoden sind für uns wichtig. Wenn Sie eine von den 4 Methoden nicht verstehen, dann können Sie einfach nächste Woche schon die Vorlesung verlieren. Yeah? Next week we are going to talk about 14 points. If you don't understand them, you will be lost directly. Yeah? So for the exam, should we understand the concepts of everything, or should we know every number from every system like by heart? Of course, you should know how to calculate that. And what is the feedback from our assistant? What should we do? The thing is, you don't have to know every number by heart. It's definitely not the idea. You shouldn't be slow at calculating it, right? That's the idea. Just have some practice, but we will do that also in the exercises more than enough, right? Okay, so I will skip this one today, but I think what's necessary is to understand this part. So, noch nicht fertig, wir müssen hier machen. So, es besser heute nicht, besser als nächsten Montag. Jetzt haben wir die Zahlen mit 5 Bits. Dann, wir haben schon gesagt, es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten. Wir gucken alles zusammen. So, das Bit, die Fächerzahl wird dieser Bitstream 1 nur 1 nur repräsentieren. So, wir haben Bias hier aus 16. 1 nur 1 nur. Das ist einfach 18. So, das ist 16 plus 2 ist 18. So, 18 minus 16 ist 2. So, 1 nur 1 nur für diese Darstellung ist 2. Dann ein Komplement, gleiche Bitstream. So, 1 nur 1 nur. Dann gucken wir zurück. So, das ist eine Negativzahl. Diese Negativzahl kommt von nur 1 nur 1. Dann diese Zahl ist 8 plus 4 plus 1. Das ist 13. Diese Zahl deswegen ist minus 13. Okay? Dann Zweierkomplementdarstellung. 1 nur 1 nur. Das ist, sollten wir zuerst minus 1 machen. Ja, zurück zu einer Komplementdarstellung. Minus 1, okay, I assume that we can do minus 1, although we haven't talked about that. So, 1, 0, 0, 1, 0, minus 0, 0, 0, 0, 1. Das ist 1, 0, 0, 0, 1. So, we take a complement of this is 0, 1, 1, 1, 0. So, this is a plus 4 plus 2, so this is 14. So, this number is therefore minus 14. Okay? So, Verzeichnisdarstellung. Oh, this is the first one. Sorry. Verzeichnisdarstellung gleich. So, now I understand why you were lost here. So, das ist nur 1 nur, das ist 2. So, das erste Bit ist minus. So, das ist minus 2. So, dann gucken wir jetzt hier. Wir haben 1 nur 1 nur bekommen. Wir haben keine Ahnung, welche Zahl diese Repräsentation ist. Wenn wir die Repräsentation nicht kennen. Wenn wir diese Zahl für minus mit Vorzeichensbetragsdarstellung benutzen, dann diese Zahl ist minus 2. Wenn wir diese Zahl mit Exzessdarstellung benutzen, dann das ist 2.
Für eine Komplementdarstellung, das ist minus 13. Für zwei Komplementdarstellungen, das ist minus 14. Die alle 4 verschiedenen Zahlen sind richtig. Deswegen müssen wir über die Datentypen verstehen. Vorrechnend, wenn wir einfach mit Integer definieren, von Rechnen, so das ist zurzeit mit Zweierkomplementdarstellung definiert. Okay? Das benutzen wir im ganzen Semester für Addition und Multiplikation und alles. Wann brauchen wir die anderen 3 Darstellungen? Die Eierkomplementdarstellung ist nur dazwischen, um Zweierkomplementdarstellung vorzustellen. Die Eierkomplementdarstellung ist unwichtig, wenn Sie Zweierkomplementdarstellung verstehen schon. If you understand two's complement, you can forget one's complement. It's not important. It's only for me to introduce you the concept of two's complement. It's not used. It's meaningless, basically. Basically, I don't know whether it's meaningful for some others or not. Sorry, it's for me meaningless, or for this lecture meaningless. Okay? Die Vorzeichenbetragsdarstellung ist wichtig. Wenn wir nächste Woche über Fließkommensatdarstellung zu verstehen. Die Darstellung mit Bias ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über Exponenten nächste Woche sprechen sollten. Es gibt natürlich Übungen hier. Ich habe schon gesagt, die ganzen Zahlen sind mindestens 5 Punkte, oder mindestens 3 bis 5 Punkte in Klausur. Diese Punkte sind Geschenk. These are the key points. If you cannot even do these 4 representations, you would have bigger problems in the exam. Please take this exercise, do it right. You don't have to memorize them, but you should be able to calculate any of them. See you next Monday.